Hallo Lukas. Wie geht es dir heute? Hallo Anna. Mir geht es gut. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du morgens? Ich wache um 6 Uhr auf. Das ist früh. Ich wache um 7 Uhr auf. Dann stehe ich auf und gehe ins Bad. Ich gehe auch zuerst ins Bad. Ich wasche mein Gesicht und putze meine Zähne. Ich dusche morgens. Und du? Ich dusche abends. Danach ziehe ich mich an. Ich auch. Frühstückst du? Ja, ich esse Brot und trinke Kaffee. Ich esse Müsli mit Milch. Wann gehst du zur Arbeit? Ich gehe um 8 Uhr los. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich arbeite von 9 bis 5 Uhr. Ich auch. Was machst du in der Mittagspause? Ich esse mit Kollegen. Und du? Ich lese manchmal ein Buch. Das klingt entspannt. Nach der Arbeit fahre ich nach Hause. Ich kaufe oft noch etwas ein. Ich gehe direkt nach Hause. Wann kommst du nach Hause? Gegen 6 Uhr. Und du? Auch ungefähr um 6. Was machst du abends? Ich koche und sehe fern. Ich esse zu Abend und höre Musik. Was isst du zum Abendessen? Meistens Suppe oder Brot mit Käse. Ich esse oft Salat. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? Um 10 Uhr. Und du? Meistens um 11 Uhr. Liest du vor dem Schlafen? Ja, manchmal. Und du? Ich lese gern ein paar Seiten. Gute Idee. Danke. Was machst du am Wochenende? Ich schlafe lange und treffe Freunde. Ich mache einen Spaziergang oder gehe einkaufen. Ich gehe manchmal ins Kino. Ich bleibe lieber zu Hause. Jeder hat seinen Stil. Stimmt. Machst du Sport? Ja, ich jogge am Samstagmorgen. Ich mache Yoga zu Hause. Das ist gut für den Körper. Genau. Ich fühle mich danach besser. Ich auch. Bewegung ist wichtig. Trinkst du genug Wasser am Tag? Ja, ich versuche 2 Liter zu trinken. Ich trinke oft Tee statt Wasser. Tee ist auch gut. Arbeitest du auch am Wochenende? Nein, das Wochenende ist frei. Ich muss manchmal am Samstag arbeiten. Das ist anstrengend. Ja, aber ich mag meinen Job. Das ist wichtig. Wie kommst du morgens aus dem Bett? Ich stelle mir 2 Wecker. Ich brauche nur einen Wecker. Du bist diszipliniert. Versuchst du früh ins Bett zu gehen? Ja, aber manchmal bleibe ich zu lange wach. Ich auch, besonders am Freitag.
Dann sehe ich oft einen Film. Ich schlafe oft vor dem Fernseher ein. Das kenne ich. Nimmst du dein Handy mit ins Bett? Leider ja, ich scrolle manchmal noch. Ich versuche, das Handy auszuschalten. Gute Idee. Ich sollte das auch machen. Meditierst du am Morgen? Nein, aber ich trinke in Ruhe meinen Kaffee. Ich mache 10 Minuten Meditation. Das ist eine schöne Gewohnheit. Hast du Haustiere? Ja, ich habe eine Katze. Ich habe einen Hund. Ich gehe morgens mit ihm spazieren. Das ist ein guter Start in den Tag. Ja, die frische Luft tut gut. Ich gehe auch gern draußen spazieren. Wie lange brauchst du zur Arbeit? Mit dem Bus etwa 20 Minuten. Ich brauche nur 10 Minuten mit dem Rad. Das ist praktisch. Hörst du Musik beim Arbeiten? Nein, ich brauche Ruhe. Ich höre leise Musik im Hintergrund. Ich arbeite lieber ohne Ablenkung. Was machst du nach dem Abendessen? Ich räume auf und lese ein Buch. Ich spüle das Geschirr und telefoniere mit meiner Mutter. Das ist nett. Was liest du gern? Romane und Zeitungen. Ich lese gern Magazine über Reisen. Ich reise auch gern. Wohin reist du am liebsten? Ich mag die Berge. Ich bevorzuge das Meer. Sonne und Strand sind schön. Ja, vor allem im Sommer. Fährst du im Sommer in Urlaub? Ja, 2 Wochen im August. Ich auch. Einmal im Jahr brauche ich das. Was machst du im Urlaub morgens? Ich schlafe lange und frühstücke gemütlich. Ich auch. Dann lese ich oft am Strand. Ich gehe gern morgens schwimmen. Mittags esse ich in einem kleinen Restaurant. Ich kaufe mir oft ein Sandwich. Am Nachmittag mache ich ein Nickerchen. Ich spaziere durch die Stadt. Abends sehe ich den Sonnenuntergang. Ich auch. Das ist wunderschön. Dann esse ich zu Abend mit Freunden. Ich koche manchmal selbst. Ich probiere gern neue Gerichte. Ich auch. Essen im Urlaub ist wichtig. Nimmst du dir auch zu Hause Zeit zum Kochen? Ja, ich koche meistens frisch. Ich auch, wenn ich genug Zeit habe. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich liebe Pasta mit Tomatensauce. Ich esse gern gebratenes Gemüse. Trinkst du morgens Kaffee oder Tee? Meistens Kaffee. Ohne den geht nichts. Ich trinke Kräutertee. Das ist gesund. Gehst du oft spazieren? Ja, jeden Abend eine halbe Stunde. Ich gehe meist morgens vor der Arbeit. Das ist ein guter Start in den Tag. Hörst du Podcasts? Ja, beim Aufräumen oder Kochen.
Ich höre Podcasts im Bus. Ich auch. Das ist praktisch. Was machst du sonntags? Ich schlafe aus und besuche meine Eltern. Ich backe manchmal Kuchen. Ich esse gern Kuchen. Ich bringe dir das nächste Mal ein Stück mit. Danke, das wäre toll. Wann putzt du deine Wohnung? Samstags vormittags. Ich mache jeden Tag ein bisschen. Das ist klug. Dann bleibt es ordentlich. Was machst du, wenn du krank bist? Ich bleibe im Bett und trinke Tee. Ich nehme auch Tabletten, wenn nötig. Und ich schlafe viel. Das hilft meistens. Ja, Ruhe ist wichtig. Wann machst du den Einkauf? Am Freitagabend oder Samstagmorgen. Ich gehe oft schon am Donnerstag. So ist es am Wochenende entspannter. Schreibst du eine Einkaufsliste? Ja, sonst vergesse ich immer etwas. Ich auch. Das spart Zeit. Kaufst du online ein? Nur manchmal, wenn ich wenig Zeit habe. Ich auch, aber frisches Essen kaufe ich im Laden. Ich liebe Wochenmärkte. Ich auch. Die Atmosphäre ist schön. Triffst du Freunde unter der Woche? Selten. Meistens am Wochenende. Ich trinke manchmal nach der Arbeit Kaffee mit Freunden. Das klingt gemütlich. Ja, es ist schön, den Tag so zu beenden. Ich telefoniere oft mit meinem Bruder. Ich rufe meine Schwester sonntags an. Familienzeit ist wichtig. Stimmt. Gehst du oft ins Kino? Einmal im Monat vielleicht. Ich sehe lieber Serien zu Hause. Ich auch. Das ist bequemer. Welche Serie schaust du gerade? Eine deutsche Krimiserie. Ich sehe eine Komödie auf Netflix. Lachen ist gut nach einem langen Tag. Ja, das macht den Kotz frei. Wann gehst du ins Bett? Meistens um 10:30. Ich versuche, vor Mitternacht zu schlafen. Träumst du oft? Manchmal, aber ich erinnere mich nicht immer. Ich träume fast jede Nacht. Interessant. Wovon träumst du? Von Reisen, oft von alten Freunden. Das klingt schön. Manchmal ist es auch verrückt. Ja, Träume können seltsam sein. Was machst du als erstes am Morgen? Ich öffne das Fenster und atme tief ein. Ich strecke mich im Bett und trinke Wasser. Das klingt gesund. Ich versuche, positiv in den Tag zu starten. Das ist eine gute Einstellung. So, ich muss jetzt los zur Arbeit. Ich auch. Es ist schon spät. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, dir auch. Viel Erfolg heute. Wir sehen uns später vielleicht. Ja, bis später, Anna. Tschüss, Lukas.
Tschüss, Anna.